Sieht das aus wie richtig, hä? Komm, Schwester. So! Bist du auch da? Ja. Ist gut. Also, heute zusammen. Riegel ist voll parat. Ihr seht es, das ist eine recht geile Geschichte, die er da dran ist. Das ist natürlich auch möglich. Ihr könnt uns Sättel bringen, Täschchen bringen. Einfach jenste Utensilien. Da hat es noch ganz andere Sachen an der Front. Da. Und dann macht euch der Kriegel oder wer auch immer etwas Schönes daraus. Und natürlich ist ganz klar, wir sind natürlich auch in einer beratenden Funktion da. Darum kommen wir natürlich auch zu uns. Also wir haben ja doch auch schon ziemlich Erfahrung, was ein bisschen passt zueinander und was nicht. Ganz klar, wenn wir etwas empfehlen und ihr aber darauf beharrt, am Schluss endlich Kunde ist König. Hey, machen wir das. Geschmäcker sind zum Glück verschieden, sonst würden die alle Töffel blau rumfahren oder grün oder was auch immer. Ja, Kriegel, erzähl mal etwas da. Das ist ein Kunde, der ist gekommen mit ganz vielen Kisten, Einzelteile, und hat gesagt, hey, könnt ihr da etwas daraus machen? Dann haben wir das dann mal alles angelegt und gesagt, ja, du, das ist möglich. Was er dann sich genau vorstellt, wenn er es will. Und das war wirklich noch cool. Er hat dann gesagt, schau, Kriegel, ich habe schon gesehen, was du so schweissest und mach es so, wie es du würdest machen. Ich habe gesagt, ja, okay, gut. Er hat wirklich coole Sachen, also die Gabel oder da vorne ist eine Karbidlampe, die wir jetzt umgebaut haben. Also der Kunde hat sie selber umgebaut. Dann auch der Motor ist im Viergang, Fuß geschaltet, Kickstarter, das Lagerspiel und so habe ich angeschaut, das ist alles gut. Die Zündung eingestellt, bei der Kupplung habe ich noch den Belag gewechselt. Und dann ist er gekommen und hat die Griffli, die muss ich nachher auch Nahaufnahme machen. Das sind so Lederringli, die mit einer Speiche zusammengezogen werden. Das ist richtig cool. So Sachen hat er gesagt, schau, da sind die Griffe, die Lampe wollte ich, die Gabel, vorne ein grosses Rad, hinten ein breites, hinten das Lämpchen, das ist von einer Kutsche. Klick. Geil, oder? Und dann hat er noch einen Seitenständer gebracht, gesagt, er will auf der rechten Seite. Das ist ja ein Fuß geschaltet, das ist wie immer so, wegen dem Öl auslaufen, macht man das in der Regel eigentlich auf der rechten Seite. Dann hat er da irgendwo ein Pedal gefunden und hat gesagt, hey, kannst du mir das anmachen, bremsen, also Hinterradbremse. Ich sagte, ja, das kann ich alles machen, braucht einfach ein bisschen Zeit. Und dann habe ich dann vorne mal angefangen, dass ich das Rädchen mache, Gabelrädchen. Und dann natürlich das Wichtigste ist das Hinterrad, wegen der Flucht von der Kette, dass das irgendwie geht. Dann haben wir da noch ein bisschen spielen, einen neuen Zahnranz haben wir anmachen hinten. Der Zahnranz war in 28. Jetzt das Einzige, wo wir gefunden haben, was passt, ist ein 32, sonst müssen wir dann einen anfertigen. Der Motor ist dann eigentlich das Einzige, was wirklich gegeben war. Also der ist positioniert, den kann ich nicht schieben. Das heisst, vom Ritzel her muss ich hinterher arbeiten. Dann habe ich das hintere Rädchen so positionieren. Er hat gesagt, er möchte hinten, also das Töffel möglichst steif hinten. Also dann müssen wir die schwingen. Habe ich dann anpassen, dass ich die ein bisschen aufnehmen kann, dass er ein bisschen weiter unten ist. Das Schutzblech musste ich verbreitern. Durch das, dass ich es aufgebördelt habe, ist es natürlich ein bisschen zusammengekommen. Und jetzt ist es hinten einfach mega knapp. Und wenn man von der Seite schaut, dann stimmt es einfach nicht mehr. Es ist eher jetzt für ein 16 Zoll, nicht für ein 17 Zoll. Jetzt habe ich aber da ein anderes gefunden. Das habe ich jetzt auch ein bisschen verbreitert. Und das passt jetzt wirklich eigentlich perfekt, wenn man das so von der Seite anschaut. Und da kann ich wirklich recht nahe fahren. Das kommt dann so, das muss ich noch ändern. Was auch noch tricky war, ist da die ganze Aufhängung für Fußraster. Und der Rahmen war unten dran schon recht rostig. Dann habe ich überall die Stanzhülsen nie geschweißt. Da unten habe ich ihn verstärkt. Und von hinten her habe ich dann ein 5 mm Flachprofilbogen so am Rahmen an und vorgezogen. Und dann natürlich in die Breite, dass ich die Fußraster auf einer angenehmen Höhe habe. Die habe ich jetzt so machen, dass man es wegnehmen kann. Weil wenn man einen Getriebedeckel oder vor allem auf der anderen Seite die Lüfterhaube wegnehmen will, sind die im Weg. Die Aufhängung für die Bremse hinten. Die Bremse braucht einen Anschlag, braucht eine Rückzugfeder. Und dann ist da eben noch der Seitenständer. Also ist alles auf dieser Seite. Das war also wirklich recht tricky, dass das alles funktioniert, dass es nie mehr ansteht, dass alles Luft hat.
Ja, da bin ich eine Zeit dran gewesen, aber jetzt ist es gut. Jetzt ist noch ein Schutzblech auf der anderen Seite, Kettenschützchen, das ich noch machen muss. Und dann kann man nochmal komplett zerlegen und dann schweiße ich alles. Das mache ich eigentlich immer so. Zuerst einfach alles punkten, dass er drauf sitzen und sagen, hey, ja, das ist gut oder nein, die Fussraste musst du führen oder hindern oder die Bremse ist zu hoch oder was auch immer. Dann kann man das noch relativ schnell wieder wegnehmen und so machen, wenn er es will. Dann kommt aber der Kunde so holen, also der wird nicht lackiert oder so. Er weiss es noch nicht genau, was er machen will, aber ich finde es eben eigentlich noch cool, so ein bisschen das verruchte, alte, rostige Zeugs und auch die Lampen, das ist so geil. Es ist eben wirklich ein Custom-Bike, also für auf die Straße. Ja, das war wirklich eine alte Karbidlampe. Kann man das so aufmachen? Jetzt hat er das hat der Kunde selber gemacht, hat er umgebaut. Kann man auch aufschrauben. Da unten ist eine Halterung für das Lämpchen. Das muss ich dann alles noch anschliessen natürlich, aber das ist eigentlich nicht mehr so eine Sache. Da stellt man so da rein. So. Das zumachen. Dann das Hebel nehme ich dann nachher noch weg. Da hinten habe ich natürlich eine Verstärkungsplatte anmachen. Und die Stanzhülse, dass das so schön ein bisschen Abstand hat, ein bisschen Luft, dass das einigermaßen parallel ist. Das war auch der Kunde. Das habe ich mit dem Kunden angeschaut und gesagt, hey, wo willst du die? Willst du die da unten, da oben? Willst du sie gerade oder in der Flucht von der Gabel? Das sieht wirklich richtig geil aus. Da unten wird er dann sehr wahrscheinlich noch irgendwie so ein Deckel oder so an tun. Und da hat er ein schönes Tänkli gebracht, ein Schwalbentänkli. Der Cyril hat dann versiegelt und hat gesagt, er will den Auspuff auf der linken Seite. Jetzt musste ich den Krümmer natürlich anpassen, leicht beugen und hier einen Bogen einschweissen. Fussrasteranlage, das geht auch vorbei. Das wird natürlich noch ab. Das tue ich noch kürzen. Das ist einfach so ein L-Profil, das ich jetzt gebogen habe. Und das kommt dann so an. Das kommt richtig gut. Da muss ich schauen, dass ich jetzt nicht zu nahe bin. Da tue ich es noch einschneiden und beugen, dass es so ein bisschen hinten so eine Rundung hat. So. Ja. Hier Laschen an, wo man das anschrauben kann. Und da vorne mache ich jetzt auch so eine Lasche an. Und hier das M5-Gewindchen. Ja, das ist doch tipptopp. Da muss ich noch ein bisschen anpassen, dass er ein bisschen weiter rauskommt, weil sonst ist er recht nah bei der Kette. Dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt schweissen. Wenn das gemacht ist, dann kann man ihn dann zerlegen und alles schön schweissen, zusammenbauen. Und dann kann man schon fahren. Nein, ich muss sagen, das sind wirklich so Projekte, die richtig Spass machen. Da kann ich wirklich kannst einfach so, wow, komm, das könnten wir noch machen. Und das macht richtig Spass, so Sachen auf die Straße bringen. Weil das sind so Sachen, das siehst du nicht einfach jeden Tag. Oder? Das ist wirklich, wo die Leute kommen, hey, was ist das? Das ist ja richtig geil. Zack, da bin ich wieder! Also, jetzt ist das eigentlich fertig, das Projekt. Ich habe nochmal komplett zerlegt, alle Schweissnähte angezogen, alles montiert, den Strom gemacht, Kabelzeug. Es sollte eigentlich alles funktionieren. Jetzt gehen wir dann raus auf die Teststrecke. Mal schauen, ob das Ding läuft. Nicht mehr Wunder, ich bin sehr gespannt. Gut, dann gehen wir raus. Ja, natürlich. Aha.